Bremen, September 1957. Ein 67-jähriger Mann steht in einem Windkanal und schaut auf ein Holzmodell. Das Modell ist klein, etwa so groß wie ein runder Tisch. Keine Tragflächen, kein klassischer Rumpf, nur eine flache Scheibe, aus der vorne eine Pilotenkanzel herausragt, wie die Nase eines Hais. Der Mann nickt dem Techniker zu. Der Techniker dreht an einem Regler. Der Wind dreht auf und die Scheibe hebt ab. 18 Jahre. Er hatte 18 Jahre auf diesen Moment gewartet. Das Modell im Windkanal heißt Focke-Rochen. Und der Mann, der daneben steht, ist Heinrich Focke. Der Ingenieur, der 1936 den ersten brauchbaren Hubschrauber der Welt gebaut hat. Der Mann, dem die Alliierten nach dem Krieg verboten, Flugzeuge zu bauen. Der Mann, der trotzdem nie aufgehört hat, zu rechnen. Doch um zu verstehen, warum dieser Moment so lange auf sich warten ließ, müssen wir zurück. Zurück ins Jahr 1939. Heinrich Focke hatte ein Problem. Nicht mit der Idee, die hatte er. Das Problem war die Physik. 1939 patentierte Focke ein kreisrundes Flugzeug. Einen scheibenförmigen Rumpf mit einem großen Schacht in der Mitte, in dem 2 Propeller gegenläufig übereinander drehen sollten. Kein langer Rumpf, keine Tragflächen. Der Rumpf selbst war der Flügel. Ein ringförmiger Nurflügler. Die Idee dahinter war so einfach wie radikal. Wenn man 2 Propeller in entgegengesetzte Richtungen dreht, heben sich ihre Drehmomente gegenseitig auf. Kein Trudeln, keine Kompensation durch einen Heckrotor. Das Flugzeug bleibt stabil und kann senkrecht starten. Stellt es euch vor wie eine Wäschezentrifuge, die ihr von innen mit 2 Trommeln ausgestattet habt, die gegeneinander laufen. Die eine dreht nach links, die andere nach rechts und am Ende wackelt die ganze Maschine keinen Millimeter. Soweit, so gut. Das Problem war, um dieses Ding in die Luft zu bekommen, brauchte Focke einen Motor. Einen, der klein genug war, um in den Scheibenrumpf zu passen und trotzdem stark genug, um Tausende von Kilogramm zu heben. Einen solchen Motor gab es 1939 nicht. Kolbenmotoren waren zu groß, zu schwer, zu ineffizient für dieses Konzept. Focke rechnete und rechnete und kam jedes Mal zum selben Ergebnis. Die Idee stimmte, aber ohne das richtige Triebwerk blieb sie Papier. Also wartete er. 1944 änderte sich etwas. Focke bekam Informationen über die neuen deutschen Strahltriebwerke. Kompakter, leistungsstärker als alles, was es vorher gab. Zum ersten Mal seit 5 Jahren sah seine Idee nach einem Flugzeug aus, nicht nach einer Zeichnung. Er begann wieder zu arbeiten. Der Rochen, intern Schnellflugzeug genannt, nach dem Rochen, dem Meerestier, dem er in seiner scheibenförmigen Bauweise ähnelte, sollte ein Senkrechtstarter werden. Kein Rollfeld nötig, kein langer Anlauf, senkrecht hoch, in den Vorwärtsflug übergehen, schnell sein. Das Prinzip des Vorwärtsflugs war dabei genauso unorthodox wie alles andere. Unter den Propellern saßen Lamellen, bewegliche Klappen wie die Jalousien eines Fensterladens. Im Senkrechtstartmodus standen sie offen. Der Luftstrom ging nach unten, das Flugzeug hob ab. Wollte man vorwärts fliegen, wurden die Lamellen schräg gestellt. Der Luftstrom wurde nach hinten umgelenkt wie ein Düsenstrahl, der die Scheibe vorwärts trieb. Stellt euch das wie einen Gartenschlauch vor, den ihr nach hinten haltet. Das Wasser drückt euch nach vorne, nur dass hier kein Wasser fließt, sondern ein von 2 Propellern beschleunigter Luftstrom, und der Schlauch ist eine Reihe von Klappen, deren Winkel der Pilot über die Steuerung einstellt. Mehr Schräge, mehr Vorwärtstrieb. Klappen ganz zu, Gleitflug, falls der Motor stirbt. Zusätzlich gab es 2 Hilfsbrenndüsen an der Hinterkante des runden Rumpfes. Eine Art primitiver Nachbrenner. Wer mehr Schub nach vorne brauchte, gab dort Treibstoff rein. Und wenn der Motor ausfiel, dann wurden die Lamellen vollständig geschlossen. Das Flugzeug wurde zur Gleitscheibe. Das war durchdacht, das war ausgereift. Und das war 1944, als Deutschland keine Zeit mehr hatte, ausgereiften Ideen hinterherzubauen. Ressourcen fehlten, Personal fehlte, die Alliierten bombardierten die Produktionsstätten. Der Rochen blieb Zeichnung.
Dann kam der 8. Mai 1945 und mit der Kapitulation verschwanden auch die meisten Unterlagen. Mitarbeiter hatten kurz vor Kriegsende systematisch Akten vernichtet. Was blieb, waren Skizzen, Patentschriften und der Kopf von Heinrich Focke. Der war zunächst nicht frei zu gebrauchen. Die Franzosen holten ihn nach dem Krieg nach Frankreich. Nicht als Gast, als Ressource. Focke arbeitete bis 1947 für die SN Case an Hubschrauberentwicklungen, was France-Flugzeuge bauen ließ, die ohne seine Expertise weit länger gebraucht hätten. Anschließend folgte eine Einladung aus Brasilien. Die brasilianische Regierung wollte eine eigene Luftfahrtindustrie aufbauen und suchte nach Köpfen. Er hatte gerade den Zweiten Weltkrieg verloren, war von den Franzosen zwangsverpflichtet worden und lebte nun in Südamerika. Und trotzdem, er rechnete weiter am Rochen. Focke kehrte 1956 nach Bremen zurück. Er war 66 Jahre alt. Kaum zurück, baute Focke ein Modell. Maßstab 1:10. Holz, mit einem simulierten Antriebssystem. Kein echtes Triebwerk, aber Mechanik genug, um die Aerodynamik zu testen. Das Modell war etwa so groß wie ein Wagenrad, mit der charakteristischen Pilotenkanzel vorne, den Hauptfahrwerksbeinen beidseitig der Propellerschächte und dem kleinen Spornrad hinten. Im Windkanal in Bremen stellten Focke und seine Techniker das Modell auf, schlossen die Messkabel an und drehten die Anlage auf. Der Wind baute auf. Das Modell reagierte. Die Lamellen lenkten den Luftstrom nach hinten um. Genau wie berechnet. Der scheibenförmige Rumpf erzeugte seinen eigenen Auftrieb. Kein Flattern, kein unkontrolliertes Ausbrechen, sondern stabile, messbare Strömungsverhältnisse. Was sie maßen, bestätigte, was Focke seit 1939 gerechnet hatte. Die Aerodynamik stimmte. Die Lamellen lenkten den Luftstrom sauber um. Die inhärente Stabilität des scheibenförmigen Rumpfes war real. Keine theoretische Vermutung mehr, sondern Messwert. 18 Jahre. Und die Zahlen lagen innerhalb der Toleranz. Das ist kein kleiner Moment. Das ist ein Ingenieur, der eine Idee nie losgelassen hat, weil er wusste, dass sie stimmte. Der durch einen Krieg gegangen war, durch Zwangsverpflichtung und Exil, der jahrelang an fremden Projekten gearbeitet hatte und der trotzdem am Ende in einem Windkanal in seiner Heimatstadt stand und sah, die Rechnung geht auf. Nicht ungefähr, nicht nah dran, sondern tatsächlich auf. Das ist das Gegenteil von Glück. Das ist ein Ingenieur, der sich 18 Jahre lang nicht geirrt hatte. Im September 1957 meldete Focke das Patent auf den Rochen an. Patent DE 953938. Kombiniertes Hubschrauber-Drachenflugzeug mit in ihrer Steigung verstellbaren Luftschraubenblättern. Der Text ist trocken und präzise, wie Patente nun einmal sind. Was er nicht beschreibt, ist, was es bedeutete, 18 Jahre auf diese Zeilen gewartet zu haben. Gebaut wurde der Rochen nie. Militärisches Interesse gab es keines. Westdeutschland rüstete zwar gerade wieder auf, aber mit Standardmuster. Starfighter, Transall, keine fliegenden Scheiben. Der Rochen war zu ungewöhnlich, zu erklärungsbedürftig, zu weit weg von allem, was Beschaffungsoffiziere als Flugzeug erkannten. Heinrich Focke starb 1979 in Bremen. Er war 89 Jahre alt. Der Rochen kam nie über das Windkanalmodell hinaus. Was bleibt, ist eine Zeichnung und ein Messwert. Und die Frage, was aus dem Rochen hätte werden können, in einer anderen Zeit, mit anderen Ressourcen, mit einem Ministerium, das auf einen 67-jährigen Ingenieur in einem Windkanal gehört hätte. Heinrich Focke hat den ersten brauchbaren Hubschrauber der Welt gebaut. Er hat die Turbowelle entwickelt, die heute in fast jedem zivilen Hubschrauber steckt. Und er hat eine fliegende Scheibe entworfen, deren Windkanaldaten bis heute niemand widerlegt hat. Das ist, mit Verlaub, eine Geschichte, die mehr verdient hätte als ein Holzmodell im Regal. Wenn euch diese Art von Geschichte interessiert, Ideen, die ihrer Zeit voraus waren, Ingenieure, die nie aufgehört haben zu rechnen, dann ist der Kanal genau das Richtige. Ein Abo kostet nichts und das nächste Video wartet schon.